Ich frage mich halt, also, naja, doch, es ist safe so. Ob sie nicht wissen, dass wenn die Sachen ungebunden sind, dass sie dann mehr verkaufen würden. Also, ich meine, das wissen sie tausendprozentig. Das ist eigentlich eine dumme Frage. Ist eine rhetorische Frage. Aber so kommt es einem irgendwie vor. Also ich meine, es ist etwas anderes, wenn du jetzt so ein 30% G-Product Bundle anbietest oder halt einfach G-Product 30% günstiger sind. Weil es eigentlich beides kacke ist, weil kein Schwein kauft G-Products für F-Coin. Aber schlechtes Beispiel. Aber davon mal abgesehen, ist es halt ein Unterschied, weil wenn du einfach G-Product für 30% günstiger bekommst, dann kannst du die ja verkaufen. Und die kosten ja nicht immer 30, oder meistens kosten sie ja den vollen Preis. Das heißt, wenn du sie für 30% günstiger verkaufst, kannst du sie horten und später für mehr verkaufen und dann Gewinn machen. Oder wenn wir halt weg von G-Projects gehen, was echt ein beschissenes Item ist, was sich kein Mensch für F-Coin eigentlich kauft, dann könntest du halt generell einfach, also zum Beispiel wenn alles im Cash-Shop bis auf besondere Angebote oder sowas wie Speedsets um 10% günstiger ist, während Black Week oder Black Friday oder sogar 20%, da würden sie einfach mehr verkaufen. Haben wir gestern schon gesagt, aber natürlich würden sie auch in der Folge, würden die Leute jetzt halt sehr viel aufladen und sehr viel ausgeben. Und in der Folge würden sie die nächsten Wochen nach dem Sale wahrscheinlich weniger Einnahmen haben, weil die Leute weniger ausgeben und weniger aufladen. Aber unterm Strich müssten sie höchstwahrscheinlich mehr Kohle machen. Ich meine, das können sie wahrscheinlich gar nicht beurteilen, weil sie es noch nie ausprobiert haben. Deswegen ich meine, das würden sie sowieso niemals tun, das offen zu legen, aber sie könnten wahrscheinlich nicht mal sagen, ja, das stimmt nicht oder meine Hypothese ist falsch, weil sie haben es nie ausprobiert. Also können sie es eigentlich gar nicht wissen. Aber das ist halt das, was halt jeder macht. Und ich meine, wenn es jeder macht, dann sagst du ja, wenn du es anders machst, sagst du ja effektiv, ich weiß es besser und alle anderen machen es falsch. Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle anderen Videospiele auf dem Planeten, oder nicht nur Videospiele, alle anderen Unternehmen auf dem Planeten es quasi falsch machen und Gala macht's richtig? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich würde mal behaupten, nicht so hoch. Also, ich meine generell, wenn du jetzt rein logisch argumentierst, stimmt schon. Also rein logisch betrachtet, würden die Leute dann nur, wenn sie wissen, es kommt ein Sale, würden sie nur zum Zeitpunkt des Sales aufladen und Geld ausgeben. Und sobald der Sale vorbei ist, geben sie kein Geld mehr aus, erst wenn wieder der nächste Sale beginnt. Aber so könnte man ja überall immer argumentieren. Du kannst ja immer sagen, selbst beim Essen gehen, bei allen Sachen auf der ganzen Welt, die du kaufen kannst, kannst du immer sagen, na, ich warte lieber auf das Angebot, ich warte lieber auf den Sale. Aber so funktionieren Menschen nicht und so funktioniert das generell nicht. Das macht keiner. Also in der Theorie könnte man schon so argumentieren, dass es so sein könnte, aber niemand macht das so. Also höchstens nur ganz, ganz, ganz wenige Leute, die dann super weird sind, so wie ich. Ich würde das wahrscheinlich so machen, als zumindest bei Flav, aber, aber sonst, also es ist schon extrem unwahrscheinlich. Und wie gesagt, alle anderen Unternehmen machen es ja auch so. Und offensichtlich funktioniert es ja. Weil ich meine, wenn das grundsätzlich so wäre, du machst einen Black Friday Sale, die Leute, oder du machst zu jedem Holiday machst du einen Sale, Black Friday, Weihnachten, Ostern, immer so, es sind ja immer die gleichen eigentlich. Und die Leute würden dann nur zu diesen Sales kaufen, dann könnten die Firmen ja legit sagen, okay, ich brauche nur Angestellte am Black Friday und in der Woche drauf. Und dann könnt ihr alle, also ich muss die nur für 8 Tage bezahlen, so ungefähr. Und dann erst wieder an Weihnachten. Die, was weiß ich, 4 Wochen dazwischen, die können sie frei nehmen, beziehungsweise die bezahle ich sie einfach nicht, weil da müssen sie eh nicht arbeiten, weil da bestellt ja sowieso keiner. Da habe ich keine Verkäufe, da kauft keiner was, da muss niemand arbeiten. Weil es kauft ja ohne Sale eh keiner was. Bruh. Aber offensichtlich funktioniert die Welt so nicht. Und der Mehrkonsum durch den Rabatt dürfte das mehr als nur ausgleichen. Also unterm Strich, wie gesagt, machst du safe viel mehr Kohle. Aber haben sie halt noch nie ausprobiert.
Eben, die Leute kaufen dann auch Sachen, die sie eigentlich gar nicht kaufen wollen würden, wahrscheinlich. Sie laden mehr auf, als sie es normalerweise würden, und sie geben mehr aus, als sie normalerweise würden. Das gleicht es locker aus. Und es würden vielleicht auch Leute aufladen, die ohne Sale nicht aufladen. Das heißt, du holst Leute ab, die niemals cashen würden und dann nur wegen dem Sale cashen. Aber wenn du keinen Sale machst, dann werden die niemals cashen. Das heißt, denen Geld kriegst du von vornherein sowieso überhaupt nicht. Das kommt auch noch dazu. Dass du das Geld von Leuten bekommst, die niemals cashen würden ohne Sale. Das kommt auch noch dazu. Jip, jip, jip. Vielleicht überraschen sie uns ja am Freitag. Vielleicht kommt dann noch der fette Black Friday Sale. Aber honestly, I doubt it. I doubt it. Also ein richtiger Sale und nicht nur einzelne Bundles, wo sie Items raussuchen, die dann günstiger sind. Schon ein richtiger Sale, wo alles günstiger ist. Oder halt du einfach mehr Geld für F-Coin bekommst. Nee, mehr F-Coin für dein Geld. Lol. Sind wir mal ehrlich, hier werden virtuelle Waren verkauft, von denen man nur so lange etwas hat, wie die Server on sind. Gehen die Server down, ist das Geld weg. Gala könnte alle 2 Monate einen fetten Sale machen, würde sich trotzdem eine goldene Nase verdienen. Ja, machen sie aber nicht. Das ist ja das, worüber wir uns wundern. Das ist es ja. Warum machen sie es nicht? Nobody knows. Gut, wenn sie andauernd Sales machen würden, dann würde es schon wahrscheinlich ein bisschen so sein, dass die Leute das irgendwann checken. Also ich sag mal so, wenn jetzt ein Sale pro Monat stattfindet, ich meine, da ist dann wahrscheinlich schon irgendwann die Konsequenz, dass ohne Sale kaum jemand casht. Das wahrscheinlich schon. Aber wenn du es nur einmal im Jahr machst, also wirklich extrem speziell, so wie zum Beispiel Black Friday und vielleicht dann noch zum Anniversary oder so, so wirklich 1-2 Mal im Jahr, dann ist es nicht so. Weil wenn du dann sagst, oh, ich bräuchte jetzt eigentlich F-Coin und dann sagt jemand, well, der letzte Sale war vor 2 Wochen und der nächste ist erst in 4 Monaten. Ja, 4 Monate warten ist dann natürlich schwierig. Das wird dann eher nicht funktionieren. Also du bist sehr geduldig. Aber klar, wenn du sagst, jede Woche oder alle 4 Wochen ist ein Sale, dann könnte man schon locker warten in der Regel. Also man hat es super eilig. Herneswaffe im Shop Soulbound. Oder lustig wäre auch Herneswaffe für 30 Tage. Herneswaffe für 30 Tage, die du dann upgradest und dann ist sie einfach kaputt danach. Du machst die Ulti plus 5, Element plus 10, 5 Sockel. Und nach den 30 Tagen ist sie dann einfach weg. Und deine ganzen Upgrade-Materialien auch.